danke dir, Heiliger Geist, dass du real bist. Danke, dass du zu uns redest. Danke für dein Reden an diesem Nachmittag. Danke, dass du unsere Herzen bewegen willst und verändern willst und auch auffüllen willst. Danke für deine Realität. Danke, dass du am Wirk bist in unserem Leben. Danke für die Gegenden, woher wir kommen. Und wir segnen Schriesheim und Heidelberg, und wo wir alle herkommen, aus dem tiefen Schwarzwald. Danke dir, Vater, dass du deinen Geist überall am Wirken lässt. Und wir vertrauen dir, dass aus dieser Zeit und aus diesen Stunden zusammen, dass du unsere Herzen so berührst und veränderst und ermächtigst, dass wir veränderte Menschen werden. Danke für dein Handeln und wir geben dir weiterhin Raum, zu uns zu reden und dass wir deinen Willen erkennen und dass wir die Menschen werden und sein werden, die du haben willst. Wir geben dir Ehre, wir vertrauen dir. You are not scary. Du bist liebevoll. Vergib uns für jeden, vielleicht von der Vergangenheit oder Menschen, mit denen wir zu tun haben, die so vorenthalten vor dir stehen, was der Heilige Geist bedeutet und wer er ist und was er machen will. Vergib uns, Vater, vergib uns, Heiliger Geist. Wir schenken dir Raum in den nächsten Momenten. Wirke, was du alleine wirken kannst. Amen. Ich habe auf der zweitletzten Seite diese Zusammenfassung von diesen 2 Tagen zusammen. Vaterherz Gottes, wir als geliebte Kinder leben. Und wir werden nur Kinder durch diese neue Geburt, dieses Leben bekommen, wie Ruth erwähnt hat von Nikodemus, diesem Gespräch. Wie kann ich wieder in meine Mutter hinein, damit ich neu geboren werden kann? Er hat das nicht kapiert. Aber wir bekommen Leben von oben, also ein neues Leben, und das bewirkt der Heilige Geist. Das vollendete Werk Jesu, was alles am Kreuz für uns geschehen ist, was er getan hat, was für einen Schatz, was er getan hat, das ist vollendet. Nichts mehr ist notwendig. Und dass er in uns leben will, durch seinen Geist. Er wohnt in uns. Es ist unglaublich, diese Idee, dass der Heilige Geist Jesu vertritt. Er bringt dieses Leben Jesu in uns. Jesus hat gesagt, wenn ihr in Johannes-Evangelium, wenn ihr an mich glaubt, dann komme ich mit meinem Vater und wir wohnen bei dir. Ich könnte über diesen Satz für die nächsten 20 Jahre denken, also was das bedeutet. Gott kommt und wohnt in uns. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind sein Zuhause. Wir sind er wohnt gerne bei uns. Und Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist er ist nicht Gast. Oh ja, machen Sie sich hier bequem da auf diesen Gaststelle da und ich komme wieder. Nein, wir kommen eigentlich in sein Reich hinein, wo er in uns wohnt. Es ist nicht nur, Gott ist so ein Zusatz zu meinem Leben. Nein, ich bin jetzt in seiner Familie. Ich bin jetzt ihm zur Verfügung. Mein ganzes Leben, ich bin in seinem Reich. Und er kommt nicht in mein Reich. Wir haben das total verkehrt verstanden. Ja, Gott, komm und sei mein Gast. Also, wir haben das Gebet in Kanada, das schreckliches Gebet. Come, Lord Jesus, be our guest and bless this food we're about to eat. Something like that. Und ich denke, das ist so ein Blödsinn. Komm, sei mein Gast. Wir haben das nicht kapiert. Er ist König. Er tritt rein und wir wollen ihm dienen und in Gemeinschaft mit ihm leben. Und Ruth hat so gut
sein Wesen, der Heilige Geist, sein Wesen beschrieben. Und jetzt wollen wir ganz zum Schluss heute das Thema, wie sieht ein Leben aus, was voll ist vom Heiligen Geist. Und als wir nach Mannheim gekommen sind, haben wir einen kleinen Kreis, es wurde größer, Menschen kamen zum Glauben. Und einer der ersten Menschen, der zum Glauben gekommen ist, war Arzt. Und er struggles, er hat Probleme, er kam nie in diese Freiheit, wirklich, dass der Heilige Geist in ihm wohnen wollte und ihn beherrschen und erfüllen wollte. Und dann hat er einmal, zweimal folgende Worte, weil wir vollzeitig dienen. Ich konnte nicht kapieren, dass das, was wir leben, das normale Leben ist. Ein Leben im Geist, ein Leben in der Liebe. Er sagte, ich sage das auf Englisch, you are professional Christians. You're professionals. Deswegen lebt ihr das. Wir nehmen ein bisschen von euch und wir lernen ein bisschen, aber ihr seid Professionals. Ihr werdet bezahlt, Christ zu sein. Das war so ein Leistungsdenken. Das ist für dich okay, wir lernen vielleicht ein bisschen, nehmen wir ein bisschen ab. Aber ich werde das nie erleben, weil ihr seid die Profis, ihr seid da oben, wir sind hier unten und Halleluja, eines Tages werden wir auch im Himmel sein, aber ansonsten lebt wohl und wir spenden ein bisschen zu eurem Christsein. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen blöd. You get paid to be holy. Das war noch ein Satz. So ein verkehrtes Denken. Aber ich habe diesen Mann so oft eingeladen. Er heißt auch Ralph. Ralph, du brauchst diese Freiheit. Du brauchst in diese Erfülltsein hineinzukommen. Weil er wusste, das kostet ihm so viel. Er war nicht bereit, seinen Willen aufzugeben, sein Wesen. Das war zu konfrontativ also für ihn. Und er wollte diesen Weg nicht gehen. Aber ich sage es so, dieses übernatürliches Leben ist das normale Leben, was Gott für uns geplant hat. Römer 3, 23, da heißt es, ich glaube, es ist in einem Blatt irgendwo, gut übersetzt, alle haben gesündigt und haben die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hat. Wir sind für Herrlichkeit, wir sind für Gottes Gegenwart geschaffen. Das haben wir verloren durch die Sünde. Und unser normales Leben war geplant, unsere Bestimmung war geplant, in seiner Herrlichkeit zu leben. Also was Jesus getan hat, was er wiederherstellen möchte, ist dieses glorreiche Leben. Noch nicht wie im Fernsehen oder isn't there a film called The Glorious? Aber das ist das Normale, was Gott für uns geplant hat. Dieses geisterfüllte, Jesus-erfüllte, Gott-erfüllte Leben. Das ist nicht nur für Profis, die haben eine lange Liste von also MD, V, HDMI, PhD, Most Reverend, Almost Reverend. Also das sind blöde Sachen, diese Unterschiede. Der Boden ist gleich vor dem Kreuz, sage ich so. Jesus will, dass wir mit seinem Geist leben. Das ist das normale Leben. Es ist übernatürlich. Es ist nicht bla bla bla. Es ist wirklich Halleluja in ihm. Wir haben Probleme. Jesus sagte, der weise Mann baut sein Haus auf einem Stein, auf einem großen Fels. Und wenn die Stürme kommen, wenn der Regen kommt, das Haus bleibt. Er garantiert nicht, dass wir nicht ohne Probleme leben, aber er garantiert, dass wir stabil bleiben, dass wir diese Probleme durchmachen und dass wir gezielt mit ihm leben. Der Mann, der nicht weise baut, nur auf Sand, das wird eine Katastrophe sein, wenn die Probleme kommen. So, wir wollen auf diesem Fels bauen. Wir sind in Christus, wir sind geliebte Kinder und wir leben von und mit dem Heiligen Geist.
So, hier ist Galater 4, Vers 6 auf euren Seiten da. Wenn ihr überlegt, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, und ja, wie kann man das nicht nur beweisen, das sollte kein Argument sein, aber wenn ihr einen Vers haben möchtet, das euch hilft, diese dreieinige Gott zu beschreiben, hier ist eine totale Zusammenfassung. Gott, Geist, Sohnes, zum Ende von dem ersten Teil. Gott, den Geist seines Sohnes. Alle drei nur mit 2 Worten so abgegrenzt. Aber es ist eine tolle Zusammenschreibung, wie Gott in unserem Leben wirkt. Es geht da vom Anfang an, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid. Fakt, das ist eine Beschreibung von uns, von Paulus, eine Bestätigung, das ist unsere Identität. Ihr seid Söhne und Töchter Gottes. Und weil ihr das seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herzen gesandt. Tolle Theologie hier in einem Satz. Gott hat den Geist seines Sohnes in unser Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Das könnte vielleicht eine kleine Zusammenfassung von diesem Seminar. Gott und meine Identität. Wenn du Gott dein Leben abgegeben hast, dann schickt er seinen Geist, um uns Leben zu bekommen, dass wir dieses ewige Leben von oben bekommen. Und das ist kein Trick, aber es ist der Geist Jesu, den er gesandt hat, in unser Herzen. Und dann merken wir, etwas hat sich geändert in meinem Leben. Ich bin kein Profi-Beter oder sowas, aber auf einmal merke ich, da hat sich was eingeschaltet in meinem Herzen. Und jetzt habe ich diesen Zugang. Ich habe eine Liebe, irgendwie dieses Wort Vater wird mir ganz, ganz wichtig und spezial. Und ich hoffe und bete, dass ihr das schon, als ihr euer Leben mit Jesus begonnen habt, dass ihr das tief in euren Herzen bewirkt. Und das könnte auch zum Teil heute ein Gebet werden. Herr, bewirke diese tiefe Gewissheit, ich bin deine Tochter, ich bin dein Sohn. Bewirke das in meinem Herzen. Ich will deine Gegenwart erfahren, ich will deine Stimme hören. Ich will mit diesem Wort Vater, Aber, Papa beten. Ich will, dass es hervorkommt. Und das ist ein Teil von, was es bedeutet, völlig im Heiligen Geist leben. Wirklich diese innere Beziehung mit ihm zu erleben. So, das ist der Anfang, so eine Art Zusammenfassung von dem Ganzen. Und dann Galater 5. Nun, wer zu Christus Jesus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begehren gekreuzigt. So kommen wir. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der muss sich selber sterben und sein eigenes Kreuz aufheben und mir nachfolgen. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wir haben das alte Leben begraben, wir sagten Nein zu unseren eigenen Willen und Natur und wir sagen, das ist der Weg, er ist der Weg, das Leben und die Wahrheit und ich will ihm folgen. Und wir können nicht in beide Richtungen gehen. Wir geben das alte Leben auf und durch diese Taufe, also freikirchliche Bildnis von der Taufe, ist es Untertaufen und wieder hochkommen. Es bildet das ein bisschen vielleicht klarer aus. Und durch das Sterben zu uns, dann bekommen wir das neue Leben. Und jetzt leben wir durch den Heiligen Geist, durch dieses neue Leben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Es ist nicht mehr, was ich will, sondern was sagst du, Gott? Wohin soll ich gehen? Ich möchte diese Beziehung zu dir intensivieren. Ich will besser von dir hören
diese intime Beziehung zu dir pflegen. Oft, wenn wir für Heidelberg beten, die Becky, die hier ist, uns zu besuchen, hat in einem unserer Übergangs-Gästezimmer geschlafen. Es ist in einem Turm. Wir haben ein unglaubliches Haus, ein Appartement gemietet und über dem Wohnzimmer ist noch ein Zimmer mit einem Turm. Und oft, wo wir ein bisschen kleiner waren als Gemeinschaft, haben wir da uns versammelt zu beten. Jetzt ist es zu klein geworden. Aber manchmal, als wir durch diese Fenster auf die Altstadt geschaut haben, haben wir gebetet: Herr, willst du bitte das Level deines Wirkens, das Level deiner Heiligen Geistes und seine Anwesenheit hier, möchten es steigen sehen. Und wir wollen auch mitsteigen lassen, wir wollen schwimmen in dem, was du hier tust in dieser Stadt. Und so das Level oder das Wirken seines Geistes in unserem Leben ist, was wir gemeinsam erleben möchten und auch sehen für unsere Stadt oder Schriesheim oder wo wir herkommen. Und das ist der Wille Gottes für uns, dass wir in diesem Heiligen Geist, in seinem Leben schwimmen. Eine längere Passage da, Epheser 5. Und es geht in diese Richtung, wie wir das Beste aus dieser Zeit machen, wo wir sehen, so viele Menschen wandern Gott ab, die haben nichts mehr mit ihm zu tun, die haben Kirche sozusagen probiert, abgehakt, das ist nichts für mich, haben nichts am Hut, außer vielleicht, okay, aus Tradition gehen wir zu Weihnachten oder zu Ostern in den Gottesdienst. Und wir wollen einen Unterschied leben, wir wollen leben auf eine Art und Weise, dass Menschen sehen, wer Jesus ist. Ein Theologe aus dem Osten Europas hat mal gesagt, eine der besten Aufgaben für uns als Christen, die wirklich Jesus kennen, ist das Gesicht Jesu abzuwaschen. Menschen haben gedacht, ich habe Jesus probiert, aber die haben ihn nie wirklich gesehen. Und so unsere Aufgabe ist, mit klarem Gesicht, mit Jesus erfülltem Leben, geisterfülltem Leben, Jesus zu präsentieren, weil die haben ihn nicht gecheckt, die haben ihn nicht wirklich verstanden. Und so macht Paulus das ganz toll und klar, wir wollen die Zeit ausnutzen. Und dann kommt er auf diese Verse, da Vers 18, und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss, okay, Bier ist okay, übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch stattdessen oder vielmehr von Gottes Geist erfüllen. So das geisterfüllte Leben hat eine Qualität von Freiheit, also ich war nie betrunken, also das habe ich nie erlebt. Vielleicht ein bisschen an die Grenze, konnte meine Beine nicht richtig bewegen, ich wollte tanzen, aber wow, das war nicht so gut. Aber ich habe ein bisschen Gefühl und ich habe es mal gesehen. Aber Gott will, dass unser Leben so erfüllt wird von seinem Geist, dass wir so frei leben. Wenn wir in Jesus, wenn wir wissen, wer wir sind, dann haben wir alle Freiheit. Alle anderen Bemerkungen, die wir manchmal brauchen als Erinnerung, das sind gut, aber wir können so frei leben, dass es anscheinend, dass wir betrunken sind in dem Sinne. Ich bin auf einige Hochzeiten und habe bis zu einem bestimmten Punkt bei der Feier keinen Wein getrunken, aber unser Tisch, das war von unserer Gemeinde in Mannheim, da waren 4 Reihen von großen Tischen und ich saß ganz hinten an dieser einen Reihe und da waren wir 20, 30 von unserer Gemeinde, wir haben Lobpreis gemacht und alle anderen Gäste, das ist in Bayern, haben uns angeschaut. Wir haben bis jetzt keinen Wein getrunken, wir haben so viel Spaß miteinander, lachen und umarmen und so weiter, Dinge erzählen, was Gott in unserem Leben macht und all diese anderen Gäste.
bis jetzt kein Wein, was ist da los? Die waren fast neugierig und die wollten wissen, was betreibt diese Leute da? Die haben bis jetzt keinen Wein ausgegeben bekommen. Aber das ist das Leben, was Gott in uns bewirken will, dass wir so erfüllt werden von seinem Geist, dass Menschen merken, dass wir die Zeit ausnutzen, weil Menschen brauchen Jesus zu sehen in uns. Und so beschreibt er, das ist ein Befehl, lasst euch vielmehr, seid erfüllt vom Heiligen Geist, heißt es eigentlich im Lutherdeutsch, glaube ich. Und dann kommen einige Beschreibungen, entweder das Resultat, wie das aussieht, oder es kann auch der Mittel sein, wie wir mit dem Geist erfüllt werden. Es kann sehr persönlich sein, nur für dich zu Hause oder in deiner stillen Zeit, wo du das Erfülltsein mit dem Geist erlebst. Aber ich denke, es ist viel mehr gemeinsam. Wir erleben es gemeinsam. Hier heißt es, lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen, indem, das ist ein Partizip, indem ihr einander Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebenen Liedern singt. Wir lehren einander, wir ermutigen einander durch das Singen zueinander. Wir haben verloren, dass wir zueinander singen. Wir haben ein tolles Team hier oben gehabt. Wir haben nicht zu denen gesungen, die haben nicht zu uns gesungen, wir haben den Herrn gesungen. Aber das also in alten Kathedralen hier in Deutschland oder große Kirchen, auch besonders in England, die haben diese gegenseitige Chörbänke und die haben zueinander gesungen. Ja, ihr seid das Volk Gottes, ja, und die haben prophetisch zueinander gesungen. Das haben wir verloren. Ich habe eine Idee gehabt für uns heute, dass wir diese Liste von I am, ich bin, dass diese Seite sagt, zu unserer Seite, ihr seid stark im Herrn, ihr seid Kinder Gottes. Also das machen wir nicht so oft, aber dieses gegenseitige zueinander singen, prophetisch singen und Wahrheiten übereinander sprechen, das baut uns auf, das gibt dem Heiligen Geist Raum in unserem Leben. Sonst denken wir nur normal und eine tolle Idee. Ja, ich will das mal merken. Nein, lasst es in uns wirken. Das heißt hier, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, indem ihr dieses miteinander macht. Im Geist singen. So, wir brauchen einander. In Kanada haben wir diese amazing Niagara Falls. Und es wäre blöd, es wäre okay, aber es wäre blöd, da zu stehen, alleine, da ist kein Mensch da, und du schaust diese Fälle an. Cool. Wenn du zumindest noch eine Person neben dir hast und ihr schaut das gemeinsam an, dann sagst du, hey, did you see that over there? Oh, Noah, oh, I need your eyes, I need your heart, I need deinen Blick für die Sachen. Wir brauchen voneinander zu hören, die verschiedenen Aspekte, wie Gott ist und wie er wunderbar ist, und das baut uns auf. So, wir sind nicht alleine als Gläubige unterwegs, deswegen sind die Versammlungen so wichtig, und es ist nicht nur wie jetzt eine Person zuhören, aber deswegen sind diese kleinen Gemeinschaften. Ich sage das euch Schriesheimer, baut euch auf im Glauben. Ihr braucht das miteinander, nicht nur Programme durchführen. Ihr braucht Leben miteinander zu erleben. Baut Gemeinschaften auf, kleine Gruppen, Minigruppen haben wir bei uns, wo wir wirklich Gott einander, also wir dienen einander durch den Heiligen Geist. Und das baut uns auf, das erfüllt uns. Und so ist das gemeinsame Miteinander sein so wichtig. Das ist ein Unterschied. So, hier sind 3 Stühle. 3 gewöhnliche Stühle. Und es ist ein Bild, wir haben das von einem Evangelist aus Norwegen gelernt. Leif Hetland. Und das haben wir vor ein paar Jahren gesehen und das hat uns so geholfen, so ein
ein Bild von unserem Leben, wie das ist in der Welt. Und jede Person in der Welt sitzt auf einer von diesen 3 Stühlen. Stuhl Nummer 1, Stuhl Nummer 2, Stuhl Nummer 3. Menschen, die auf diesem Stuhl sitzen, die sind geisterfüllte, Jesus liebende, Jesus ergebende Menschen. Die leben im Geist, die kennen Jesus, die kennen seine Gegenwart, die haben Gaben erlebt, die haben Gottes Gegenwart verstanden, die haben verstanden, was Jesus am Kreuz getan hat, war genug. Ich mache jetzt nichts mehr, meine eigenen Leistungen, Gott zu gefallen. Hoffentlich liebt er mich ein bisschen mehr, wenn ich mehr tue. Nein, die sind Söhne, die sind Töchter Gottes, die kennen den Vater, die haben ein Leben im Geist, die lieben ihn so sehr. Die Personen sind auch gläubig, die kennen Jesus, aber die haben alles nicht kapiert, die leben oft im Fleisch. Hier lebt man im Geist, hier oft im Fleisch. Die haben ihr Leben Jesus abgegeben, aber die haben nicht das Erfülltsein, das Jesus hat alles verbracht. Die haben es nicht ganz kapiert, sein Leistungsdenken. Ich tue und tue und tue, hoffentlich wird Gott mich akzeptieren und ich lebe für mich, aber ich versuche mein Gewissen irgendwie zu beruhigen und die haben nicht alles kapiert, was Jesus am Kreuz getan hat. Die sind gerettet, aber die leben für sich und sind selbstbezogen. Hier ist man Jesus bezogen, sein Reich komme, sein Wille geschehe. Hier ist es, ich hoffe eines Tages im Himmel zu sein, aber bis dahin lebe ich für mich. Ich habe unterschrieben irgendwann, Jesus, ich will an dich glauben, ich will in den Himmel kommen, aber mehr ist nicht da. Das sind die meisten Menschen in der Welt, die sind verloren, die leben in der Dunkelheit, in der Finsternis, die haben keine Beziehung zu Gott, vielleicht haben sie andere Religionen, was die praktizieren, aber Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Die könnten dein Nachbar sein, die könnten eine unglaubliche Stammgruppe in irgendeinem Land und die praktizieren komische Sachen. Die könnten ein netter Nachbar von dir sein oder ein Kollege. Wenn sie Jesus nicht kennen, nur ein bisschen von ihm wissen, Tradition, die leben in der Dunkelheit, die leben in der Finsternis. Das Problem ist, wie werden wir solche Leute erreichen? Ein Forschungsguru in den Staaten, und ich glaube, es bezieht sich auch auf Kanada, auch auf Westeuropa, hat eine Forschungsarbeit gemacht. Und er sagte, 70-80% von Christen, zumindest in Nordamerika, leben auf Stuhl Nummer 2. Außerdem, dass die vielleicht sonntags morgens kurz verschwinden, ihr Leben sieht genauso aus wie ihr Nachbar, der sitzt auf Stuhl Nummer 3. Ich weiß nicht, wo die Schlitzchen fahren jeden Sonntag, aber die kommen zurück und dann geht das Leben weiter. Unser Leben ist fast genauso identisch. Die glauben anders, aber die leben ziemlich gleich. Und das Problem ist, darüber könnte ich weinen, was auf dem Spiel steht, ist die Verlorenheit von diesen Menschen. Wenn wir einfach für uns leben, wie jeder andere Mensch auf dieser Welt, wenn wir nur ich-bezogen leben, wir glauben ein bisschen anders, wir gehen sonntags in die Kirche, aber eigentlich ist mein Leben genauso wie diese Person. Wir werden solche Christen, wir werden nie solche Personen erreichen. Und das ist die Herausforderung, aber ich möchte das heute Nachmittag als eine Einladung ausgeben. Jesus ist nicht böse auf uns, der Heilige Geist ist nicht enttäuscht. Er kann verletzt werden, er kann gedämpft werden,
Aber er arbeitet immer nach, das ist das Ziel, das ist das normale christliche Leben, das ist, was wir kennen, aber das ist, worüber er sich freut und das ist seine Bestimmung für uns. So wir leben. Und dann kommt man zu diesem Punkt im Leben, wo man merkt, mein Leben ist nicht nur für mich. Also es ist leicht, hier zu leben und sagen, Herr, segne mich, führe mich, sei mein Versorger. Das ist ein ich-bezogenes Gebet. Ist okay, ist biblisch. Aber wenn das die letzte Endstation ist, das ist das eigentliche Ziel, ja, mir geht's gut, meinem Nachbarn ist mir egal, aber mir geht's gut, ich habe mein Leben, wir gehen sonntags in die Kirche, Halleluja, Sonntage, Montag, total anderes Leben, so ein geschwachtes Leben. Und Jesus will uns einladen, in dieses geisterfüllte, mit ihm Leben, Jesus ähnliche werden, Lebensstil, also mit seiner Gaben erfüllt sein, anderen aufzubauen. Also solch eine Liebe für Nachbarn, die Jesus nicht kennen, oder dass er uns, Lukas 9 und 10, herausschicken will in die Ernte. Die Ernte ist reif. Aber wir leben so oft nur für uns. Und das sind 3 Fragen, die man stellen könnte. Wie können Menschen von Stuhl 3 auf Stuhl 1 kommen? Das ist die Frage. Zweite Frage ist, wie kann ich, wenn ich hier oft sitze, das ist nicht immer der Fall, aber oft, das ist unsere Lebensstil, wir leben mehr für uns als für Jesus. Wie kann ich schneller Sünde erkennen, Selbstbezogenheit erkennen, wie kann ich öfters oder schneller rutschen oder jetzt hierher gezogen werden durch den Geist. Wie kann ich so ein stabileres Lebensstil hier leben? Der Gott will, dass wir lernen, hier zu bleiben. Das ist die dritte Frage. Wie kann ich länger hier bleiben und nicht so oft wechseln? Ich will im Geist leben, nicht im Fleisch. Und das sind die Fragen, die Gott uns heute stellen möchte. Und wir wollen lernen, Menschen zu erreichen. Die gute Nachricht, die diese Engel den Hirten auf dem Feld gesagt haben. Der Engel sagte, ich habe gute Nachricht, was den Völkern große Freude bringen wird. Wir haben eine gute Nachricht und wir wollen das ausgeben und erzählen. Aber das machen wir nur von diesem Stuhl, wenn wir das versuchen von hier, ja, Jesus loves you and I kind of do as well. When I have time, wenn es mir bequemlich ist, wenn ich Zeit habe. Weißt du, ich habe eine Villa und ein Boot und ein Haus und nette Kinder. Ich habe wenige Zeit für dich, sorry. Wenn ich mal Zeit habe, wenn es passt. Nein, es ist nicht Druck, es ist nicht schlechtes Gewissen und so weiter, aber es kommt aus unserem Inneren. Gott hat uns so überwältigt, mit seiner Liebe erfüllt. Wir können es fast nicht stoppen. Nicht alle von uns sind Evangelisten, aber andere in der Umgebung, die uns ermutigen können, lehren können. Und deswegen brauchen wir alle Gaben. Und so möchte ich mit uns heute zum Schluss eine Art, ein Mustergebet oder Gebete, die wir gemeinsam sprechen möchten. Und ich möchte euch bitten, euch zu erheben. Das ist ein Leben im Licht. Das ist ein Leben im Licht. Das ist ein Leben in der Dunkelheit. Und man könnte sagen, das ist ein Leben in den Schatten. Wir sind geschaffen für das Leben in der Herrlichkeit. Alle haben gesündigt
und haben diese Herrlichkeit verloren. Diese Menschen sind bestimmt für Herrlichkeit. Wir wollen in diesem Licht leben, in der Herrlichkeit Gottes, seinem Heiligen Geist in uns. Aber so oft, ich ertappe mich auch hier, befinde ich mich hier, wo es bequem ist, selbstbezogen, es geht um mich. It's all about me. No. It's all about Jesus. Und so will er uns befreien von diesem selbstbezogenen Lebensstil oder zumindest Tendenzen, wo wir hier rutschen und wir sind nicht happy über das, was wir hin und her tun. Er will, ich würde gerne einen Superglue hier so senden. Ich würde das gerne verkaufen. Und ich will nicht hier sitzen. Das fragt meine Frau. Sie weiß, wenn ich hier sitze. Don't ask, please. Wir sind bestimmt als Kinder Gottes mit ihm zu leben, Jesus in uns zu leben, erfüllt sein mit seinem Geist, mit Freude und all diesen Einheiten oder Eigenschaften von dem Heiligen Geist zu erleben. Die Tendenz ist, ja, ich kann nicht perfekt leben, ich bin nicht immer hier. Aber das ist eine Lüge. Das ist unsere Bestimmung, er wohnt in uns und wir können um Vergebung bitten, wenn wir uns hier manchmal befinden und immer wieder in seine Gegenwart kommen und da sein in seiner Liebe, in seiner Akzeptanz und lernen zu beten, zu lieben und darin wachsen. Und so möchte ich euch bitten, wenn das vom Herzen kommen kann, lasst es zumindest in euren Gedanken kommen und beeinflussen, wie ihr beten konntet, wenn das in Echtzeit ist, also mit euch in einer kleinen Gemeinschaft. Das können wir auch anschließend auch machen. Aber ich möchte das von mir aus beten und ihr könnt das selber beherzigen und sagen, ja Gott, das bete ich auch. Wie der Geist euch anspricht. Und das Ziel ist, die Herrlichkeit Gottes, die Ehre Gottes, dass so viel mehr Menschen Jesus erkennen, dass sie aus der Finsternis herausgeholt werden und in diese liebevolle Familie Gottes hineinkommen. So, Vater im Himmel, Jesus Christus, Heiliger Geist, ich höre deine Stimme. Danke, dass du mich geschaffen hast, in Gemeinschaft mit dir zu leben. Danke für diese Bestimmung über mein Leben. Ich bin dein beliebter Sohn. Jesus, wie du das bei deiner Taufe erlebt hast, diese Stimme von deinem Vater kam. Dies ist mein beliebter Sohn, dem ich wohlgefallen habe. Und wir hören diese Stimme heute Nachmittag und wir sagen, danke, dass du uns lieb hast. Du hast uns völlig befreit, vergeben, gewaschen, erfüllt. Du hast eine Bestimmung für uns, dir nachzufolgen, deinen Namen zu ehren, einander zu dienen. Und so sage ich, Vater, Sohn, Heiliger Geist, komm, befreie mich grundsätzlich von meinem fleischlichen Leben. Befreie mich von meiner Ich-Bezogenheit. Ich liefere mein Leben dir neu ab und ich sage, ich bin deins. Ich gehöre zu dir. Und erfülle mein Leben. Lehre mich, im Geist zu wandeln. Lehre mich, mit dir erfüllt zu sein. Befreie mich
Lieblingssünden, von Secret Sins, Gott. Wir wollen dir nachfolgen, wir wollen mit dir gehen. Und ich möchte ganz klar mit dir leben. Und ich danke, dass du mein Herz wieder bewegen willst und empfindlich machen willst für meine Nachbarschaft, für die Sicht, die ich habe über die Stadt Heidelberg, für Kontakte, für Freunde, Menschen, die dich brauchen. Und ich gebe mich dir hin, Heiliger Geist, für sie zu beten, vom Herzen zu beten. Nicht nur Pflichtgebete, das macht man als Christ. Gott, verändere du mein Herz. Bewege mein Herz. Diese Welt braucht dich. Und so wollen wir nicht das nett ablegen, irgendwo diese Notizen, diese Gedanken heute. Wir wollen das ausleben. Und wir sagen, komm, Heiliger Geist, fülle uns neu. Wir geben uns dir hin. Du bist vertrauensvoll. Du bist vertrauenswürdig. You are not scary. So sagen wir, sage ich, komm. Und wenn das dir, wie Jani vorher gesagt hat, wie ein prophetischer Handlung, ein prophetischer Akt, dir eine Hilfe sein könnte, komm, berühre diesen Stuhl Nummer 1 und dann Nummer 3. Es geht nicht um uns, es geht um seinen Auftrag. Und ich lese Psalm 67 aus der Neue Genfer Übersetzung. Fasst ein bisschen das Ganze hier zusammen. Gott schenke uns seine Gnade und seinen Segen. Er wende sich uns freundlich zu und begleite uns mit strahlendem Angesicht. Das können wir auch hier auf Stuhl Nummer 2 beten. Ja, God, bless me, touch me, encourage me, minister to me. It's all about me, God. You know me and I need you and you need me. Da könnte man, da ist ein Selah da, eine musikalische Pause. Aber es geht weiter. Gott schenke uns seine Gnade, seinen Segen. Stuhl Nummer 1. Er wende sich uns freundlich zu, begleite uns mit strahlendem Angesicht. Fülle mich, Gott. Fülle mich aus. Setze Gaben frei. Fülle mich neu mit deiner Liebe. Und dann geht es weiter, Vers 3. Damit man auf der Erde deinen Weg erkenne, dass alle Völker werden sehen, was du zur Rettung der Menschen tust. Es geht um diese Stuhl Nummer 3. So Gott, rede zu uns, bewirke, was du in meinem bewirken kannst. Und wenn euch das eine Hilfe sein kann, kurzen Moment hier, Gott, erfülle mich neu. Ich will dein herrliches Angesicht sehen. Und das ist nicht nur für mich, dass es mir besser geht. Es geht darum, dass so viele Menschen auf dieser Erde dich nicht gesehen haben. Ich möchte, dass die dein Angesicht in meinem Leben sehen. Herr, verherrliche du uns und erfülle uns, dass mehr Menschen dich erkennen und aus dieser Finsternis herauskommen. So, wenn das dir eine Hilfe sein kann, wir haben keine Checkliste, aber sie kann nicht nach vorne schauen. Es ist nur eine Hilfe. Es kann das befestigen, was Gott in diesen Tagen bewirkt hat. Herr, ich will hier leben. Ich höre deine Stimme, komm zu mir.